So, und was haben wir vor? Ein letztes Mal ins Haus gehen. Es geht wieder zurück zu Tembo. Das war halt mal wieder eine Leitung und ich habe mal wieder ein bisschen Wasser durchs Auto gepumpt. Back to Africa. So, gehen wir mal auf Weltreise. Gehen wir mal auf Abschiedstour. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Woche mit uns. Letztes Mal haben wir euch noch auf die Folter gespannt und eine große Ankündigung zu unseren Reiseplänen versprochen. Und nein, diesmal geht es nicht um die Flugroute von Frankfurt nach Sambia und es wird auch nicht verschifft. Wir nehmen euch mit auf ein echtes Abenteuer. Unser Tempo rollt zurück nach Europa und zwar über die Westroute. Für René erfüllt sich damit auch ein ganz besonderer Traum. Er wird durch den Kongo fahren. Einen wunderschönen guten Morgen zurück in Afrika. Hier fliegt schon die erste Fliege um mich rum und stört mich. Wir hatten eine wunderbare Nacht und gestern Abend im Dunkeln sind wir hier angekommen bei Harry und Heke, wurden wieder liebevoll empfangen, haben noch gemeinsam zu Abend gegessen. Ja, heute richten wir mal unser Auto ein, müssen wir unsere Taschen auspacken und alles einräumen, nochmal einkaufen gehen und dann beginnen wir unser afrikanisches Leben wieder. Ungewöhnlicherweise sind wir dieses Mal mit Koffern gereist, allerdings nicht, um sie wieder mitzunehmen. Randvoll gepackt mit kleinen Schätzen aus der Heimat und so manchem Ersatzteil für unser Fahrzeug. Und falls ihr euch jetzt fragt, was man unbedingt aus der Heimat mitbringen muss, es sind genau die Dinge, die es hier entweder gar nicht gibt oder nur zu Preisen, bei denen man es schwer schlucken muss. Nutella, Tee, Hartsalami, Parmesan, Nussschnaps und Grappa, leere Marmeladengläser, Gelierzucker und neue Taschenlampen, da sich die alten beim letzten Mal verabschiedet haben. Mal ein kleiner Zwischenbericht vom Unpacking. Wir packen ja die ganze unser Kram hier aus und packen gleichzeitig ein und sind wieder am Räumen und am Machen und am Tun. Und wie ist hier der Zwischenstand bei der Dame? Ich bin mit meinen Sachen ganz fein. Ich glaube, meine Sachen sind tatsächlich aus den Koffern raus und auch im Auto geht es einigermaßen. Bis darauf, dass wir natürlich wieder einen Wasserschaden haben und meine Staukisten jetzt auch betroffen sind, weil die mussten alle leergeräumt werden. Deswegen ist es da drin noch unordentlich und es gibt wieder Fliegen. Also Wasserschaden klingt so ein bisschen theatralisch. Das war halt mal wieder eine Leitung und ich habe mal wieder ein bisschen Wasser durchs Auto gepumpt. Ich wollte gerade sagen, also ich finde, wenn der Boden und unterm Boden das Wasser ist, dann ist es schon ein Wasserschaden. Ich bin da mittlerweile recht schmerzbefreit. Das hat es schon so oft gegeben. Das ist also auch nicht so schlimm. Der wird getrocknet und dann ist wieder gut. Okay, Tag 1 verlängert sich immer mehr. Was machst du? Wir haben ja unseren kleinen Wasserschaden, den ich nicht als Schaden bezeichnen wollte, aber es läuft halt auch wieder Wasser rein. Und unser Ausgleichsgefäß kann man hier ganz schön sehen, das ist nämlich undicht, da läuft die Brühe raus. Ich hatte das schon mal nachgezogen, aber wenn ich jetzt nochmal nachziehe, sind wahrscheinlich die Schrauben da drin, die Gewinde rund. Deswegen baue ich das Ding jetzt auseinander und versuche es professionell abzudichten. So, jetzt kommt der spannende Moment. Ich habe so ein Ding ja auch noch nie aufgemacht. Mal gucken, was einem jetzt hier entgegenspringt. Aber eigentlich dürfte ja nicht Aufregendes außer Wieso ist denn der trocken und unser Auto nass? Gülle drin sein. Boah, das ist ja lecker hier, Leute. Guckt. Da läuft unser Trinkwasser durch. Ja, ist ja die Voranlage. Danach wird es gefiltert. Aber das ist schon ein bisschen eklig. Das kann man mal sauber machen. Da. Also noch mal kurz für den technisch ganz Interessierten. Das hier ist ja quasi so eine Gummimembran und hier kann man Druckluft drauf machen. Dadurch pumpt sich dieses Ding quasi auf, beziehungsweise in dem Fall wird das dann kleiner und produziert so quasi Druck auf die Wasserkante. Es grinst schon wieder, weil ich so viel komisches Zeug erzähle. Ich wollte es in 10 Sekunden abhandeln. Wir sind bei 22. Einen schönen guten Morgen, ein neuer Tag, neue Aufgaben von uns oder für uns. Einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Ich habe natürlich die Arbeitsklamotten an. Ich habe nämlich von Reke einen Auftrag bekommen. Ich soll in der Küche mal die Küchenschubladen mal wieder richten. Die sind nämlich alle krumm und klemmen. Und da krumm und klemmen ist auch schön. Ja, sie machen ja beides. Sie sind krumm und sie klemmen. Ja, und dann mache ich mich jetzt mal dran ans Werk. So habe ich für heute was zu tun, damit mir nicht langweilig wird. Meine Frau ist, glaube ich, ganz froh, wenn ich jetzt langsam verschwinde und aufhöre, die ganze Zeit rumzubabbeln. Ach, da hat er nicht ganz unrecht. Ich habe jetzt schon mal Wäsche gewaschen. Letztes Mal haben wir ja Sachen noch hinterlassen. Am letzten Tag ist ja immer sowas. Musst du duschen, bist vollgeschwitzt und hast noch ein paar Wäsche von ein paar Tagen. Und ich gehe jetzt vor allen Dingen mal hier hin, weil unser armer Tembo war ja das letzte Mal schwer verletzt. Ich versuche ihn jetzt mal ein bisschen zu retten. Ich glaube, meine OP ist gelungen. Mal gucken, wie lange sie hält. Und jetzt wollte ich eigentlich gerade zu diesem Mann gehen in die Küche, was bei ihm so vonstatten geht.
Da kommt er. Mit seinem Maßband nicht, das ist die größte Katastrophe. So, jetzt sind wir dem Mann mal gefolgt in seine Baustelle. Gucken wir mal hier. Oh, hier ist auch noch Wasser drin. Hier ist nämlich der Wasserschaden. Ah ja, genau. Ach, da ist ja noch frisches Wasser sogar drin. Das läuft ja noch. Ich dachte, der wäre behoben. Okay, da muss man sich auch drum kümmern. Ja, hier ist halt komplett. Hier muss mal eine ganz neue Schublade muss hier gebastelt werden. Das ist ja so ein Pappholz gemacht, das taugt nicht. Hier muss ich neue Beschläge reinmachen, Schiebebeschläge. Ja, so geht das hier durch die ganze Küche. Let's have some fun! Jetzt ist die ideale Zeit, um solche Reparaturen in Angriff zu nehmen. In der Regenzeit ist nicht so viel Gästeverkehr und daher die perfekte Zeit für Instandsetzung. Und wer die Luftfeuchtigkeit zu dieser Zeit mal gespürt hat, weiß, dass Holz leidet. Und da mein Mann schon so einiges an seinem Fahrzeug hier geschraubt hat, konnten Harry und Reke sich schon von seinen Fähigkeiten überzeugen. Und daher hat mein Mann eine neue Jobbezeichnung: Leiharbeiter. Ach, guck mal an. Das sieht doch hier schon gut aus. Der Herr Effingham Style Schubladenbauer. Aber ist halt sehr schwer, eine Schublade, ich sag mal nach westeuropäischem Standard, den Anspruch, den man selber hat, mit African Tools zu bauen. Aber immerhin habe ich hier eine Winkellehre gefunden, damit kann ich schon mal ein bisschen was anhalten. Aber wenn du nur ungefähr genau sägen kannst, das ist natürlich schwierig. Ja, aber wir werden gleich sehen, ob es passt. Und dann die Führungsschienen noch dran, dann können wir mal den ersten Slide-Test machen. Wir müssen ja mal sagen, warum wir das hier machen oder warum du das ja hier machst. Keine Ahnung. Wir wollten einfach mal helfen. Genau. Und das ist etwas, wozu Harry und Reke keine Geduld haben. Und da haben sie René gefragt. Ja, so ist das. Und wir haben ja nicht so einen Stress. Genau, nee, eigentlich ganz Und nett. wir fühlen uns ja hier zu Hause. Genau, das ist ein bisschen wie zu Hause. Zu Hause muss man auch mal hier in seiner Werkstatt ein bisschen was rumfuddeln und irgendwas richten und machen. Und das Gleiche machen wir jetzt halt hier. Genau. Und während René schreinert und Leitungen instand setzt, sitze ich die ganze Zeit an meinem Rechner, um längst überfällige Filme für euch zu schneiden, da während unserer Zeit in Deutschland mich die Arbeit überrollt hatte und für die Filme vollkommen unvorbereitet gar keine Zeit mehr geblieben ist. Die Ergebnisse habt ihr dann ja jetzt auch schon gesehen. Nebenbei bauen wir die zur Schiebetür umgebaute Badezimmertür wieder ein, gedacht, dass ich meinen Küchenbereich etwas erweitern kann, um die Spüle als Schneidefläche nutzen zu können und das Waschbecken als Spüle. Somit, unser Tempo entwickelt sich immer weiter. Und als letztendlich alle Arbeiten inklusive Grundreinigungen an Tembo erledigt sind, wird es ernst. Ein etwas sentimentaler Moment für uns. Wir verlassen Lusaka, unsere gefühlte Second Home Base. Nach schon wieder eine Woche hier, aber wir haben ja schon so viele Wochen mittlerweile hier verbracht. Und bei Harry und Heke fühlt sich das irgendwie immer so ein bisschen an wie zu Hause. Und wir wissen aber, dass wir erstmal nicht mehr zurückkommen werden. Ja. Weil unsere Reiseroute jetzt in eine ganz andere Richtung einschlägt. Und ja, so ist es nicht absehbar, dass wir innerhalb des nächsten Jahres oder der nächsten 2 oder 3 Jahre hier mal wieder auftauchen. So wie es ja gefühlt die letzten 2 Jahre war. Deswegen, das ist schon echt heute sehr sentimental. Ja, ich glaube, vor 3 Jahren sind wir das erste Mal hier gewesen. Wenn Gastgeber zu Freunden werden, kann ich immer nur sagen, wir haben uns echt wirklich zu Hause gefühlt. Wir waren jetzt auch die einzigen Gäste, Freunde diese Woche. Wir haben jeden Abend zusammen gegessen. René hat hier viel am Haus gearbeitet und ein paar Sachen in Ordnung gebracht. Und ja, jetzt gucken wir hier noch einmal rum und sagen dadurch irgendwie Tschüss. Ein letztes Mal ins Haus gehen. Say goodbye to the dogs. Ja, ich habe gleich ein bisschen Pipi in den Augen.
mit unserem Kaktus, diesem lieben Schild, begeben wir uns jetzt, auch mit unserem neuen Radio, das habe ich vergessen. Oh Gott, jetzt macht er auch noch so sentimentale Musik an, da muss ich erst recht heulen. Das kann nämlich quasi unsere Emotionalität, kann das ablesen. Oh, fuck. Das hat die Kameras in der Front, guckt uns in die Augen und sieht, dass wir hier kurz vorm Weinen sind. Und deswegen macht das hier die Musik an. Shit. So, gehen wir mal auf Weltreise. Gehen wir mal auf Abschiedstour. Nachdem wir jetzt schweren Herzens uns von Lusaka verabschiedet haben, unserem zweiten Zuhause gefühlt hier in Afrika, sind wir ja jetzt unterwegs in Richtung Livingstone, das heißt in Richtung Westen des Landes Sambia. Und wir fahren jetzt einige bekannte Straßen entlang. Unter anderem sind wir eben durch die Stadt Kafue gefahren. Das haben wir jetzt auch schon mehrfach gemacht. Und jetzt fahren wir über den Fluss Kafue, hier über die Kafue Bridge. Das Bild müsste euch auch bekannt vorkommen. Wir sind schon einige Male auch auf dem Weg zu unseren Freunden Jutta und Gerd hier entlang gekommen. Jetzt sieht man nur tatsächlich, dass der Fluss einiges mehr an Wasser hat als letztes Jahr im Herbst. Wir sind ja mitten in der Regenzeit. Und hier könnt ihr unser nächstes Ziel schon erahnen. Wir durchfahren wieder Masabuka, den Shoprite, der da genau vor uns ist, haben wir auch letztes Mal überfallen. Da waren wir nämlich leer, als wir vom Kafue River kamen, von Jutta und Gerd. Da waren meine Schränke komplett leer. Und der Shoprite selbst war leider auch relativ leer. Das fand ich ein bisschen doof. Da konnte ich nicht so ganz so richtig einkaufen. Aber wir fahren jetzt immer noch auf bekannten Wegen in Richtung Livingstone, falls ihr das vorhin nicht gesehen habt. So, heute übernachten wir mal auf einem Truckstop. Jetzt ist die Dame mal draußen gewesen, hat ja mal die Situation geklärt. 13 Quatscher. 13 Quatscher. 30. Und was gibt es zu essen hier im Das ist ein Restaurant, ich habe jetzt nicht gefragt. Schisse. Okay, aber da suchen wir uns jetzt mal hier einen schönen Stellplatz aus. Am besten ganz Und weit. es würde jemand kommen, dann abkassieren quasi. Ah ja. Die weiteste Ecke ist wahrscheinlich die da hinten, weil die fahren alle dahin. Ja, ich guck mal, ist ja schön hier. Also ich fahre mal eine Runde, damit ihr was zu sehen habt, wie das hier ist. So, da hinten in die Ecke stellen wir uns einfach. Fertig. Schluss, aus. Dann ist auch unser Dachfenster, was offen ist, weg vom Staub. Eine Nacht auf dem Rastplatz Truckstop ist jetzt rum. Die war sogar relativ ruhig gewesen. Wir hatten hier neben uns 2, 3 große LKWs stehen. Die heute Morgen früh um 5 haben die losgelegt. Aber das haben wir auch erwartet. Aber die Nacht über war es tatsächlich relativ ruhig. Hätten wir gar nicht mit gerechnet. So, da kommt auch die Dame, frisch verpackt. Hab nicht gelacht. Nicht? Nein. So, jetzt geht sie erstmal das Auto beladen, damit ihr mal seht, wie das hier live bei uns läuft. Müll wegbringen. Wenn ich was sagen würde, wäre ich ja wieder doof. Nein, du bist nie doof. In Sambia ist es offiziell für Lkw verboten, zwischen 23 Uhr abends und 5 Uhr morgens zu fahren. Seit Einführung dieses Gesetzes hat sich die Unfallstatistik erheblich gebessert und uns nebenbei eine ruhige Nacht beschert, die uns voller Tatendrang die eintönige Asphaltstrecke in Richtung Livingstone in Angriff nehmen lässt. Wir wollen Strecke machen. Via Instagram sind wir mit Frank und Sandra verabredet, die gerade aus Zimbabwe eingereist sind und uns somit entgegenkommen.
Wir stehen hier vor einem geschlossenen Tor eines kleinen Private Game Reserves und hier wollen wir eigentlich die anderen treffen, die wir über Instagram kontaktiert hatten. Aber es ist zu und hier ist ganz schlechtes Internet und man kann die nicht anrufen. Ich hoffe, der ist gleich mehr. Wir haben jetzt mal gehupt, dass jetzt vielleicht mal einer aufmacht. Mal gucken. Ansonsten bleiben wir einfach hier draußen stehen. Das ist ja auch nicht so ganz schlecht. Wir haben Glück, es ist jetzt jemand vorbeigekommen. Und dem folgen wir jetzt einfach mal. Der hat uns das Gate jetzt aufgeschlossen. This way steht da im Baum. Wir machen jetzt mal einen kleinen Walk hier. Wir sind ja auf so einem Private Game Reserve. Hier gibt es auch ein bisschen Tiere. Gesehen haben wir noch keine, aber es gibt keine gefährlichen Tiere. Also deswegen können wir hier ganz entspannt laufen. Auch Yvonne ist völlig entspannt dabei. Ich darf mich frei bewegen. Keine Einschränkungen. Und hier muss es irgendwo einen Damm geben, so einen kleinen Stausee. Und den gehen wir jetzt mal suchen. Wer uns schon länger verfolgt, weiß ja um Renés Vorliebe, in Gefahrenbereichen laufen zu gehen. Aber hier ist es neben den Schlangen, die sich bei Vibrationen eher verziehen, absolut ungefährlich und wir genießen es, uns endlich mal die Beine vertreten zu können. Neben einem erstaunlich stabilen Spinnennetz, das mich beinahe festgehalten hätte, bleiben einige Elandsantilopen in der Ferne sowie diese Gruppe wilder Hausschweine die einzigen Tierbegegnungen auf unserer Wanderung. Hungrig kehren wir schließlich zum Lager zurück und verbringen gemeinsam mit Frank und Sandra einen schönen Abend damit, uns gegenseitig von den bisherigen Erlebnissen unserer Abenteuer zu erzählen. Jetzt machen wir mal ein bisschen was auf Kultur. Wir gehen jetzt ins Museum. Ins Livingston Museum. Da ist er schon unterm Baobab. Da steht er, der Kollege. Genau. Ich sage ihm erstmal Hallo. So, da ist er. Da. Hier 1874 ist er dann verstorben. Und sein Herz ist ja in Simbabwe begraben, glaube ich. Simbabwe? Malawi? Wo war es denn? So, jetzt gehen wir mal in die geheiligten Katakomben. Da drin darf nämlich nicht fotografiert und nicht gefilmt werden. Das heißt, ihr bleibt draußen. Bis Dumm dann. gelaufen. Ich nehme euch noch mal hier mit über die Übersicht von Livingston. Und das ist die Übersichtskarte von Sambia. Wir sind ganz unten links quasi. Da ist Livingston. So, jetzt gucken wir mal hier auf die Karte. Wir sind, warte, wo sind wir? Da sind wir. Wir sind hier, genau. Und dann fahren wir jetzt hier rein, hier rum. Und dann wieder nach Südafrika rein. Und hier in der Region ist der Krugerpark. Den werden wir dann als nächstes besichtigen und besuchen, wenn wir in Südafrika sind. Aber zuerst kommt noch Simbabwe dran. Ein kleines Resümee. René?
Ach, es war eigentlich ganz interessant. Also jetzt kein Must-to-do, aber ja, war eigentlich so ein bisschen Die Kolonialgeschichte Geschichte Sambias. des Landes. Das ist das, was hier drin gezeigt wurde. Wie gesagt, man konnte halt gar keine Aufnahmen machen, machen wir dann natürlich auch nicht. Aber es wurde auch unter anderem die Geschichte von Dr. Livingstone gezeigt. Viele Fotos aus seinem privaten Bereich und seinen Reisen und auch einfach die Entwicklung Sambias. Auch die Und politische ganz Es zum gab Schluss. eine ganze Menge seiner Briefe. Ja. Die konnten wir jetzt leider alle nicht lesen, aber das wäre, glaube ich, mal sehr spannend gewesen. Die Briefe, die er halt Hinter zurückgeschrieben Glas hat. konnte man die so rausziehen, das war super interessant. Man hätte es auch lesen können, wenn man sich richtig konzentriert hätte. Also die Schrift von ihm war okay. Und jetzt trauen wir uns noch was ganz Verrücktes. Jetzt gehen wir da vorne in so eine Touri-Mall. Bin ich mal gespannt. Da gibt es heute bunte Stoffe, Souvenirs und alles, was man hier so kaufen kann. Weil Livingston ist ja einfach ein touristischer Hotspot. Also wenn man hierher kommt, Victoria-Fälle, Livingston, das gehört irgendwie so alles zusammen. Dementsprechend ist hier auch eine sehr große touristische Infrastruktur. So, hier kann man ein paar schöne Autos kaufen. Ja, schön mit den Lasten noch dazu. Die sind ja ganz authentisch. Ja genau, die sind eigentlich ganz schön. Ja. So, jetzt haben wir schon wieder genug von der Stadt. Jetzt gehen wir zurück zum Auto und werden an den Sambesi unten fahren und uns dort niederlassen. Wir haben uns gegen das Camp hier in der Stadt entschieden. Und wollen lieber noch mal einen Blick auf den Sambesi werfen. Der ja unser ausgesprochener Lieblingsfluss ist. Leider liegt unser Übernachtungsspot nicht direkt am Fluss, sondern ist versteckt hinter einem großen Hotelkomplex. Und wir sind wieder erstaunt über die touristische Infrastruktur, die es hier am Fluss gibt. Wer sich im Museum noch über unsere Route gewundert hat, für den hier eine kurze Erklärung. Uns fehlt bislang noch ein Besuch im Krüger Nationalpark. Als wir vor 3 Jahren dort waren, war er aufgrund von Überflutungen zu großen Teilen gesperrt, ähnlich wie in diesem Jahr. Bis zu unserer Ankunft werden jedoch noch einige Tage vergehen, da wir auf diesem Kontinent so viel Wildlife wie möglich erleben möchten. Es ist im Vergleich zum Rest der Welt einfach einzigartig. Machen wir vorher noch einen kleinen Schwenk in den Süden. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir nehmen das heute mal wieder mit, denn wir wechseln das Land. Es geht von Sambia nach Simbabwe. Ich habe mir schon mal eine Rasur angefangen zu geben, dachte aber, da muss ich mal gucken, was hier noch im Auto passiert, weil hier drin ist wieder das wilde Chaos. Die Dame räumt nämlich von A nach B alte Sachen weg, Sambia-Sachen weg, Simbabwe-Unterlagen mal wieder rausgesucht. Wir sind ja Bücherregal. Stimmt, Bücherregal. Bücher- und Kartenregal. Also das wird jetzt hier mal alles gewechselt. Hast du noch irgendwelche Schätze in unseren Kisten gefunden? Ach, viel Marmelade. Ich war ja schön brav und habe Marmelade gekocht. Nein, unser Vorrat, also das ist ja unser Keller, das muss jetzt einfach immer wieder neu sortiert werden. Und das ist alles jetzt bei heiß schwülen Temperaturen. Das ist echt wow, es macht Spaß. Der Schweiß läuft, aber wir wollen heute einigermaßen pünktlich über die Grenze kommen. Pünktlich ist bei uns relativ goldig. Wir haben schon wieder 10 Uhr. Die Profis, die sind um 8 Uhr an der Grenze. Das ist für uns schon mal super, weil wir wollen halt eben auf simbabwischer Seite, wir kommen dann nach, wie heißt es, Victoria Falls. Die Stadt heißt Victoria Falls, an den Victoria-Fällen rein. Und da wollen wir uns noch eine SIM-Karte holen und eben alles Organisatorische, was wir für Simbabwe für die nächsten Tage einfach brauchen, erledigen. Und heute ist Samstag, da ist noch ein guter Tag zu. Gerne reisen wir sonntags irgendwo ein, das ist immer ein bisschen doof.
Kurz vor unserem Länderwechsel geben wir euch noch einen Überblick über die Strecke, die wir in den letzten Tagen zurückgelegt haben. Von Lusaka ging es weiter nach Livingston zu den Victoriafällen, die wir bereits vor 4 Jahren gemeinsam mit unserem Sohn Paul ausgiebig erkundet haben. Der anstehende Grenzübertritt bedeutet für heute das Ende unserer Etappe. Nächste Woche setzen wir unsere Reise in Simbabwe fort. Wir danken euch herzlich für eure Aufmerksamkeit. Wenn euch der Film gefallen hat, empfehlt uns gerne weiter und wir freuen uns über ein Abo oder jegliche Form der Interaktion. Und wer unser Abenteuer direkt unterstützen möchte, kann dies gerne über den PayPal-Link in der Videobeschreibung oder mit einer Kanalmitgliedschaft tun. In diesem Sinne bleibt uns nur noch zu sagen, bleibt schön gesund, tschüss und bye bye, bis nächste Woche.